Kompositer verstehen. Wörter bauen wie Lego. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsch meistern. Heute geht's um ein richtig spannendes Phänomen in der deutschen Sprache. Komposita, also zusammengesetzte Wörter. Klingt kompliziert? Keine Sorge, wir machen's ganz einfach. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Lena, bereit, ein paar Wörter zu bauen? Hallo Anna! Hallo an alle! Lego für Wörter? Das klingt ja interessant. Aber ehrlich gesagt, Anna, manche deutsche Wörter sind ja ewig lang. Ich denke da nur an sowas wie Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Ganz schlimm. Kommt das auch von diesem Kompositer? Ganz genau, Lena. Dein Beispiel ist natürlich ein absoluter Klassiker unter den Schreckgespenstern. Aber ja, das Prinzip dahinter sind die Komposita. Aber keine Sorge, so kompliziert wie dieses Monsterwort wird's heute ganz bestimmt nicht. Wir zeigen euch ganz entspannt, wie ihr die Logik hinter den meisten zusammengesetzten Wörtern versteht und sie sogar selbst bilden könnt. Es ist wirklich einfacher, als ihr denkt. Puh, das beruhigt mich. Wenn ich danach verstehe, wie diese Bandwurmwörter funktionieren, wäre das schon ein kleiner Sieg für mich. Mein innerer Lego-Meister ist, nun ja, vorsichtig optimistisch. Was sind Komposita? Das Grundprinzip. Okay, fangen wir mal ganz von vorne an. Was sind Komposita genau? Stellt euch vor, man nimmt 2 oder mehr selbstständige Wörter und fügt sie, Klick, zu einem neuen Wort mit einer neuen oder präzisierten Bedeutung zusammen. Wirklich wie mit diesen Bausteinen hier. Tisch und Bein gleich Tischbein. Das Deutsche liebt diese Möglichkeit, weil man damit oft sehr präzise neue Begriffe bilden kann, ohne viele kleine Wörter drumherum zu brauchen. Ich hatte mal einen Schüler, der hat versucht, Handschuh mit Kleidung für die Hand bei Kälte zu umschreiben, bevor er das Wort kannte. Mit Komposita geht's oft direkter. Okay, das Grundprinzip, Wort plus Wort gleich, neues Wort ist klar. Aber kann man da einfach alles Mögliche zusammensetzen? Substantive, Verben, Adjektive? Typ 1. Substantiv plus Substantiv. Der Klassiker. Gute Frage, Lena. Der häufigste Typ, der absolute Klassiker, ist Substantiv plus Substantiv. Beispiel: Der Tisch plus das Bein gleich das Tischbein. Die Sonne plus die Brille gleich die Sonnenbrille. Das Auto plus die Tür gleich die Autotür. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Leute, welchen Artikel bekommt das neue zusammengesetzte Wort? Und welches Genus? Lena, was sagt dein Gefühl? Das ist wirklich eine gute Frage. Nimmt es den Artikel vom ersten Wort oder vom zweiten? Ich tippe mal auf das zweite Wort. Das scheint mir irgendwie wichtiger zu sein? So rein vom Gefühl her. Dein Gefühl trügt dich nicht, Lena. Das ist goldrichtig. Das Genus und somit der Artikel des gesamten Kompositums wird immer vom letzten Wort, dem sogenannten Grundwort, bestimmt. Das ist echt eine der wichtigsten Regeln überhaupt. Der Tisch, maskulin, plus das Bein, Neutrum, gleich das Tischbein, Neutrum, weil Bein Neutrum ist. Die Sonne, feminin, plus die Brille, feminin, gleich die Sonnenbrille, feminin, weil Brille feminin ist. Oh wow, das erklärt echt viel. Das letzte Wort hat das Sagen beim Artikel. Das ist ein super Tipp. Das macht es wirklich viel einfacher. Und wie ist es mit dem Plural? Auch vom letzten Wort? Genau so ist es. Auch der Plural richtet sich in der Regel nach dem Grundwort, also dem letzten Wort. Das Tischbein, die Tischbeine, wie die Beine.
die Sonnenbrille, die Sonnenbrillen. Wie die Brillen. Okay, das habe ich so noch nie gesehen. Aber das ist ja fast schon logisch. Artikel und Plural vom letzten Teil. Notiert. Fugenelemente. Die kleinen Klebstoffe. Fugen S, N, R, E. Manchmal brauchen wir zwischen den Wörtern einen kleinen Klebstoff, damit sie besser zusammenpassen oder sich einfach flüssiger aussprechen lassen. Das sind die sogenannten Fugenelemente. Die häufigsten sind ein S, aber auch N, R, E kommen vor. Mit S sehr häufig die Arbeit plus das Zimmer gleich das Arbeitszimmer. Mit E der Hund plus die Hütte gleich die Hundehütte. Mit EN die Straße plus die Bahn gleich die Straßenbahn. Mit R das Kind plus das Zimmer gleich das Kinderzimmer. Leider gibt's dafür keine festen Regeln. Man muss es oft einfach mitlernen oder hören, was sich richtig anhört. Aber keine Sorge, mit der Zeit entwickelt man ein ganz gutes Gespür dafür. Okay, diese kleinen S oder N. Fugenlaute. Wieder was gelernt. Ich habe mich schon oft gefragt, wo die plötzlich herkommen. Das ist also der Wortkleber. Typ 2. Adjektiv plus Substantiv. Ein weiterer sehr häufiger und nützlicher Typ ist Adjektiv plus Substantiv. Hier beschreibt das Adjektiv das Substantiv näher. Beispiel: hoch, Adjektiv, plus das Haus, Substantiv, gleich das Hochhaus. Schnell, Adjektiv, plus der Zug, Substantiv, gleich der Schnellzug. Und was meinst du, Lena, wer bestimmt hier Artikel und Plural? Moment mal. Also wenn das letzte Wort den Artikel bestimmt, dann muss es ja wieder das Substantiv sein. Also das Hochhaus, Neutrum wie Haus. Der Schnellzug, maskulin wie Zug. Stimmt's? Absolut richtig, Lena. Du hast es verstanden. Die Regel bleibt dieselbe. Das Grundwort ist der Boss. Typi 3. Verb, Stamm, plus Substantiv. Man kann auch den Stamm eines Verbs, also meistens den Infinitiv ohne -en, mit einem Substantiv verbinden. Beispiel: fahren plus das Rad gleich das Fahrrad. Schlafen plus das Zimmer gleich das Schlafzimmer. Ah, das ist ja auch clever. Also einfach das en vom Infinitiv weg und an das Substantiv dran. Und der Artikel kommt Trommelwirbel. Wieder vom Substantiv. Genau der Trommelwirbel hat gefehlt. Richtig. Der Verbstamm beschreibt hier meistens die Funktion oder den Zweck des Substantivs. Weitere Kombinationen. Kurzer Überblick. Weißt du, es gibt natürlich noch ein paar mehr Kombinationsmöglichkeiten, aber Substantiv plus Substantiv, Adjektiv plus Substantiv und Verbstamm plus Substantiv sind wirklich die wichtigsten, mit denen ihr schon unglaublich viele Wörter verstehen und bilden könnt. Wichtig ist immer: das letzte Wort, Grundwort, bestimmt das Genus und meistens den Plural. Das erste Wort, Bestimmungswort, präzisiert oder beschreibt das Grundwort. Das ist wirklich ein super roter Faden. Grundwort gleich, Chef. Das bleibt hängen. Kompositorquiz. Wer wird Wortbaumeister? So, liebe Baumeister, genug der Theorie. Und jetzt schauen wir mal, wie gut ihr aufgepasst habt. Quiztime. Lena, du fängst an und ihr zu Hause rätselt natürlich mit. Ich habe meine Lego-Brille auf. Los geht's. Frage 1. Wir haben das Wasser und der Fall. Was ist das Kompositum und welchen Artikel hat es? A. Der Wasserfall. B. Das Wasserfall. C. Die Wasserfall. Letztes Wort. Der Fall gleich maskulin. Also A. Der Wasserfall. Perfekt gebaut.
Frage 2. Die Kinder und der Garten. Wie heißt das Kompositum und wie ist der Plural? Denkt an mögliche Fugenlaute. A. Der Kinderngarten. Plural: die Kindergärten. B. Der Kindergarten. Plural: die Kindergärten. C. Der Kindergarten. Plural: die Kindergärten. Kinder. Der Garten ist maskulin. C. Der Kindergarten. Plural: die Kindergärten. Exzellent. Frage 3. Das Adjektiv alt und das Papier. Was entsteht daraus und welchen Artikel hat es? A. Die Altpapier. B. Der Altpapier. C. Das Altpapier. Letztes Wort: das Papier. Gleich. Neutrum. Klar: C. Das Altpapier. Fantastisch. Du bist eine echte Wortbaumeisterin. Und wie lief es bei euch zu Hause? Wie viele Punkte habt ihr geschafft? Schreibt's in die Kommentare. Zusammenfassung an Worte selbst bauen. Seht ihr? Gar nicht so wild, oder? Komposita sind also wirklich wie Wortlego. 2 oder mehr Wörter verbinden sich. Das letzte Wort, Grundwort, bestimmt Artikel, Genus, an meistens Plural. Das erste Wort, Bestimmungswort, beschreibt das Grundwort. Manchmal braucht man Fugenelemente, S, E, N, R. Das Tolle ist, wenn ihr dieses Prinzip verstanden habt, könnt ihr nicht nur lange Wörter besser verstehen, sondern auch versuchen, selbst kreativ zu werden und eigene Komposita zu bilden. Und das macht sogar richtig Spaß, wenn man erstmal den Dreh raus hat. Das macht wirklich Mut. Diese Grundwort ist Chefregel ist Gold wert. Ich werde jetzt definitiv versuchen, mehr auf die einzelnen Bestandteile von langen Wörtern zu achten und vielleicht auch mal selbst welche zu erfinden. Ein Bildschirm-Kaffeehalter. Ein Bildschirm-Kaffeehalter. Warum nicht? Der wäre bestimmt praktisch. Genau deshalb ist es so toll, dieses Prinzip zu verstehen. Lasst eurer Kreativität freien Lauf. Habt ihr Lieblingskomposita oder vielleicht selbst schon mal ein lustiges oder nützliches Wort gebaut? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch diese Deutschstunde gefallen hat und ihr das Lego-Prinzip jetzt besser versteht, dann lasst uns ein Like da und abonniert den Kanal für mehr Wortschatztricks und Grammatiktipps. Teilt das Video mit allen, die vor langen deutschen Wörtern Respekt haben. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Wörterbauen. Macht's gut. Tschüss!